Manche Namen verschwinden mit der Zeit, andere bleiben, aber nicht als Ehre, sondern als Warnung. Abu Jahl war einst ein mächtiger Mann. Heute kennt ihn möglicherweise jeder Muslim, nicht etwa für Größe, sondern für Verlorenheit. Aber was lässt einen Menschen so tief fallen, trotz allem, was er hatte? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Abu Jahl hieß eigentlich Amr ibn Hisham. Er war kein unbedeutender Mann, ganz im Gegenteil. In Mekka zählte er zu den gebildetsten, einflussreichsten und wohlgewandtsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Aufgrund seiner Intelligenz wurde er sogar ursprünglich Abul Hakam genannt, Vater der Weisheit. Doch die Weisheit eines Menschen zeigt sich nicht an Titeln, sondern daran, was er mit der Weisheit tut, wenn sie vor ihm steht. Und als der Koran kam, zerbrach seine Maske. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nannte ihn stattdessen Abu Jahl, der Vater der Unwissenheit. Denn wer die Wahrheit erkennt, sie aber bekämpft, ist nicht weise, sondern verirrt als ein Unwissender. Und das war Abu Jahl. Er war ein Stammführer der Quraysh vom Clan der Banu Makhzum. Sein Reichtum, seine Redenskunst und sein Stolz machten ihn zu einem entscheidenden Gegner des Islam. Dabei war er kein Fremder. Er war verwandt mit mehreren Sahaba. Beispielsweise war er der Cousin von Umar ibn Khattab, 2. Grades, welcher später selbst zum Islam fand. In der gleichen Stadt, mit denselben Möglichkeiten, doch mit einem Herzen voller Hass auf den Islam. Selbst mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam bestand eine entfernte Beziehung, denn beide stammten ursprünglich von Fir ibn Malik ab, einem der Vorväter der Quraysh. Jedoch half ihm das nicht weiter. Es gibt ein besonderes Zeichen, das heute in Mekka zu sehen, oder besser gesagt nicht zu sehen ist. Dort, wo einst das Haus von Abu Jahl stand, prachtvoll groß, nahe an der Kaaba, befinden sich heute ein Teil des Masjid al-Haram. Einige berichten sogar, es sei direkt unter den heutigen Toilettenanlagen. Ob Toilette oder Erweiterung, die Botschaft bleibt. Die Paläste der Stolzen verschwinden, die Wahrheit aber bleibt. Es ist, als hätte Allah ein Zeichen hinterlassen für jeden, der sich heute groß fühlt. Dein Ort kann verschwinden, dein Name kann umgedreht werden, wie Abul Hakam zu Abu Jahl. Aber Allah lässt die Wahrheit bestehen. Das, worauf du gebaut hast, bleibt nur, wenn es für Allah ist. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, selbst einst Gegner des Islam, sagte später über Abu Jahl: Wenn jemand das Zeug hätte, den Islam zu zerstören, dann er. Aber Allah hat ihm das Herz versiegelt. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anh sagte, er war intelligent, aber sein Stolz machte ihn blind. Diese Aussagen zeigen zweierlei: die Anerkennung seines Talents und gleichzeitig die tiefe Trauer darüber, wie Hochmut einen Menschen blenden kann. Die Sahaba wussten, dass Abu Jahl nicht aus Unwissenheit leugnete. Er wusste, aber sein Ego war größer als seine Bereitschaft zur Wahrheit. Es ist diese Mischung aus Mitleid und Gerechtigkeit, die viele Sahaba über ihn empfanden. Ein Mann mit Gaben, doch er nutzte sie gegen Allah, statt auf dem Weg Allahs. Abu Jahl war kein einfacher Feind. Er war klug und mächtig, aber auch stolz. Aber was trieb ihn an, dermaßen zu verhärten? Die Antwort liegt in seiner eigenen Aussage. Er sagte einmal in einem vertraulichen Gespräch: Wir, also die Banu Makhzum und die Banu Hashim, haben uns immer im Guten bekämpft. Sie geben Essen, wir geben auch Essen. Sie helfen, wir helfen auch. Bis wir wie 2 Rennpferde waren. Dann sagten sie, ein Prophet ist unter uns. Wie sollen wir denn da mithalten? Die Banu Hashim war die Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit war die Prophetenschaft in einer Linie, die nicht zu seiner eigenen gehörte. Er lehnte nicht ab, weil er nicht glaubte, sondern weil er nicht akzeptieren konnte, dass es nicht aus seiner Linie kam. Diese Art der Ablehnung ist zeitlos. Denn auch heute gibt es Menschen, die sich weigern, den Islam anzunehmen, nicht weil sie auch nicht überzeugt sind, sondern weil sie sich dann unterordnen müssten. Wenn das Ego größer ist als die Wahrheit, wird selbst das Licht des Korans als Bedrohung empfunden. Abu Jahl ist kein Mythos, er lebt weiter in jeder Person, die sich weigert, aus Arroganz zu beugen, und genau deshalb warnte Rasulullah: Wer ein Senfkorn an Stolz im Herzen hat,
wird das Paradies nicht betreten. Das Leben von Abu Jahl ist eine Mahnung, nicht weil er kein Wissen hatte, sondern weil er es nicht annahm. Er hörte den Koran, er verstand die arabische Sprache, er erkannte, dass es kein Menschenwort ist, aber er bekämpfte es, weil es ihm nicht passte. Hier liegt die große Lehre. Wissen allein rettet dich nicht. Es geht darum, was du mit deinem Wissen machst. Wie viele Menschen wissen, dass das Gebet Pflicht ist, aber beten nicht? Wie viele kennen Hadithe, aber leben nicht danach? Und wie viele Nicht-Muslime spüren, dass der Islam für alle Menschen zählt, doch sind sie zu stolz, ihr bisheriges Leben zu ändern. Auch ist Abu Jahl ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man Zeichen ignoriert. Die Botschaft war klar, aber er lachte, spottete und tötete. Seine Geschichte erinnert uns, wenn dein Herz sich gegen die Wahrheit stellt, nützt dir dein Status, Reichtum, deine Intelligenz nichts. Aber wie wurde ein Mann, der so viel Potenzial hatte, zu einem der schlimmsten Gegner des Propheten? Was tat er, bevor das Urteil über ihn fiel? Und welche dunklen Schritte ging er, um die Wahrheit zum Schweigen zu bringen? Im nächsten Teil reisen wir zurück in die Zeit vor seinem Tod, mit Einblicken in seine Entscheidung, seine Pläne und wie sein Hochmut ihn Schritt für Schritt ins Verderben führte. Mit Arroganz gelebt, mit Erniedrigung gestorben. Die Geschichte ließ seine Macht in Vergessenheit geraten, aber seine Niederlage blieb unvergessen. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.